Komm Stream. Ich spiele fast hier. Hast du Shots von dir? Ja, schon lang. Ah, sorry, Schatz, ich hab's nicht gesehen. Godwin, hi, was geht? Schön, dass du dabei bist. Ja, schon. Danke vielmals. Lasst alle ein Like auf den Stream da. Auf Ehre. Oh mein Gott. Vito, komm auch in den Stream und Like. Am Abend sind halt wirklich mehr unten. Ja, look, schon zwei. Wallah, das hängt von mir. Einer wird im Clan beitreten. Ein Clan beitreten. Ja, entweder kannst du ein Video drüber machen, wo Bewerbung Hashtag FoxClan steht, oder du machst ein One-on-One gegen mich und dann schauen wir, wie du bist. Kannst du auswählen, schreib's in den Chat. Ich habe den besten Satz geschrieben. Ja, Oh von fuck, der ich habe Bewerbung. etwas vergessen. Und außer als TV hat gesagt, der Okay, jetzt Asi-Plan jetzt wird ist fertig. wählen. Ah, jetzt habe ich alle Also drei Sachen erledigt. Muss nochmal was hinschreiben. Was? Schreib einfach ein bisschen. Michi, Ja, tschö. wusstest du, im letzten Video, vor 2 Stunden bei jetzt TV hat er gesagt einfach, sein Clan, also sein Asi-Kalypso soll Egal, ja, das ist auch gut. Morgen geht auch. So, ich habe etwas hingeschrieben. Mod? Ich glaube nicht Mod. Du kannst im Fall in der Luft schiessen. Ich weiß, habe ich probiert, ist nicht gegangen. Schon? Nein, so geht das. Du musst aber spammen. vielleicht. Granaten fliegen rein. Ha! Nein! Ey, weißt du, das habe ich auch gesehen. So, besser. Der Chip wird abgefuckt. Aber lasst alle noch ein Like da. Please. Sorry, falls jetzt gerade ein paar Probleme gab. Huch. Gibt es ein Ehren-Like? Ah ja, schon 3 Like. Was war los?
Ja, denk. Ja, da ist ein Renegade Vader gewesen, Digga. Ich Da war schwöre, ein Renegade Raider. er hat sogar die Spitzhacke. Ich weiß. Er hat die Spitzhacke gehabt. Hast du gesehen, was ich geschrieben habe? Ich weiß. Aber danke, dass du meinen Namen richtig schreibst. Was? Wieso? Kann ich nicht? Ja, kann go lesen. Oh fuck. Junge, es schreibt nicht richtig. Skate. Mann. Skate. Er gibt mir einfach Schild. Skate. Alter Ehrenmann, hat er wirklich Schild gegeben? Das ist wirklich schön. Zocken. Nice play, bro. Ach du Scheiße, war nicht mit. Der Edit, Alter, der Arme. Er hat sich nicht selber genommen. Nein. Nein, jetzt mit dem Rocket. Hey, so ein scheiß Selbstmord hatte der So ein Mann. Sammy, Alter. Digga, was ein Opfer, Digga. Mein Profilbild ist legal, ich kann mir das Bild schicken, es wird mein neues Sticker. Junge, schick doch. Wenn du am Streamen bist, hast du irgendwie mehr Glück. Sehe ich das richtig? Keine Ahnung. Jetzt bin ich der einzige Zuschauer. Ich bin Mod. Je nachdem, wie aktiv du bleibst. Ich bleibe aktiv. Ich Sehen wir den. Streamen. Ja, du musst schon ein bisschen länger, hast 10 Minuten amigs. Gut, in den letzten 2 ist es gemacht. Ja, aber. Da kann ich jetzt nicht sagen, aber so ist es ein bisschen länger. Ja, ich folge jetzt auch aktiv. Teilen. Wo bleibt die Mod? Mods, ich brauche Teile. Wir müssen den Stream teilen, Mods. Junge, 1 Sekunde, chill. Mach ich das. Kann ich schon. 1 Sekunde. Alter, wieso setze ich immer die scheiß Trap? Als hätte ich Fahrung, als hätte ich Trap-Schießer. Nein, warte. Sucht euch den Stream. Nein, jetzt sucht euch den 11 Player rein. E-Spotler. Der ist im Fall richtig krass, musst du noch anschreiben.
Mach ich ja, mein Junge. Ja, du bist ja auch krass. Da war einige Träger, das wissen wir alle. Also komm, ich bin kurz am Pissen. Like und Abo da lassen und den Stream teilen. Bin fließig am Teilen. Ja. Ehre. Und dann Dinge in die Scheibe. Ehre. Du hast gesehen? Ah. Achtung, da ist nicht mehr viel Drum. Ja, 2 Leute, geil. Wieder mal High-Lauf-Filter. Nein, darf ich rasch etwas sagen? Nein. Was willst du sagen? Der Hit von der Tag 23er. Ja, ich weiß. Lächerlich. Hi Lauffilter. Schön, dass du auch da bist. Lass ein Like da, Lauffilter. Teil den Stream, Lauffilter. Ja, kannst du wieder zu den großen Streamern gehen und teilen? Kann ich da mitspielen? Ja, später. Also in einer halben Stunde, so um das. Ist okay für dich? Dann kannst du ja mich noch in der Zeit teilen. Like ist da Ehrenmann. Ja, ey. Wer hat denn jetzt schon wieder gedisliked? Ehrenlos. Wir haben 3 Likes und ein Dislike. Alle die Dislike drücken, alle die den Sammy scheiße finden, sollten jetzt ein Like da. Die kennt ihn mal. Likes das für Sam sind für scheiß Sammys und Dislikes sind für nicht. Headshot, baby. Oh.
geschrieben, mach nicht. Genau. Mache ich Ehre. 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 Dankeschön für 4 Likes. Nochmal. Lächerlich. Ehrenmann. Danke. Hey, an alle Zuschauer, lasst ein Like da. Auf Ehrenbruderbasis. Ich schaffe 2 Likes. Easy schaffen. Haben wir immer noch 4 Likes? 3. Haben wir nur 3? Nein, mit 4. Ah! Das hat mich aktualisiert. Finde ich super. Ehrenmann. WhatsApp-Gruppe hat 50 Mitglieder. Ehre. So wurde Godwin ausgeblendet und Laubfilter. Was hätte er gemacht? Godwin wurde ausgeblendet von Laubfilter. Laubfilter, warum wurde Godwin ausgeblendet? Ja, aber kann man sagen, warum? Hallo. Ja, aber warum hast du ihn ausgeblendet? So. Das kannst du nicht mehr zurückmachen. Doch, kann ich. Nein. Doch, look. Ja, zo'n opvoer, et cetera. Daar noemen krak waffen. Jetzt weiß ich nicht wie viel. Aber look, ich kann wieder rein da. Sorry, Godwin. Bitte, Lauffilter. Auf E. Ja, Laubfilter ist ja alles wieder easy, Digga. Der Godwin ist ja wieder drinnen. Easy, geil. Alter, 4 Leute im Stream. Wie viele Likes? Komm. Immer noch 4 Likes.
Alter, der ist links. Und 2. PC hängt wie dünn ist. Auf einmal habe ich den ausgegangen. Herr Laufpilz, hast du doch gar nicht alle ausgegangen. Hä? Laufpilz, ja, ich bin bei Gabriel. In der Tat. Laufeld, der darf den besten Streamer der Schweiz persönlich treffen. Spaß. Na, scheiße. Kannst du bessere? Ja. Ja. Mies Marvin! Oh mein Gott, wie viel Abos jetzt? 38.000. Nee. Nein. Oh. Glas. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's. Okay. Start gleich. Start vor. Okay, Laubpilz. Fucking Jesus. Nein. Ja. No-Skin. Ich weiß nicht, wenn ich mit dir gespielt habe, in No-Skin gespielt, wenn 70 willst du es dann. Also du es gut. No-Skin bringt mir voll Glück. Oh lol. Wir sind beide so. Alter, Schale recht. Spielst du Solo? Oder Solo Squad? Solo. Aber ich bin das Bock gemacht, den Code spielen. Koken. Jetzt hätte ich voll Bock auf Kahoot, Alter. Hm? Jetzt hätte ich voll Bock auf Kahoot. Zum Reis holen? Suchen? Kannst du auch so? Aber nein, warte. Wir müssen jemanden haben, der mitspielt. Ja. Meine Mutter. Wirklich? Ja, kann man nachher gehen. Soll die auch suchen? Nein, nein, nein. Über was denn? Tiere. Ja, ist. Nein, weißt du, über Fortnite, das ist so ganz viel an. Ah, jetzt sind wir nur noch 2 im Stream. Ja, Im Stream. ja. Ja, ich muss ja schauen wegen den Comments. Ich guck da auch nicht drauf. Ne?
Schaust du nie drauf auf Comments? Nein, ich schaue auch immer drauf auf Comments. Habe ich gesagt. Ich schaue, weißt du, was Komme ich bei dir auch viel in den Stream? bei mir? Nein. Aber jetzt geht, also ich schaue immer bei dir auf Comments. Ich habe immer nur das kleine Fenster offen und schaue bei dir auf Comments. Da ist jetzt gerade ein Segen gekommen. Nein. Das ist 4 gespammt, oder? Gut, dass der Laubfilter nicht im Stream war. Ja. Ja. Ah, die voll keine. Ach du heilige Scheiße. Jetzt habe ich irgendwie voll Box im Game, aber wenn ich jetzt so schaue, macht das Game gerade wieder Trauerschmerz, richtiger Krampf. Weißt du, ein richtig harter Krampf. Ich habe nie etwas auf Favoriten. Der Gleitschirm, der bringt mich ein bisschen raus. Bitte? Ist ein bisschen gross, darum habe ich gerne einen Schirm. Ja, ich finde eigentlich auch schön. So, Laubfilter wieder drin. Nice. World Cup Online Opens. Watch live. Laubilla, bist du da? Ah, Update. Man kennt ihn. Update. Er spielt auf PS. Oder? Keine Ahnung, worauf spielst du jetzt, Laubfilter? Laubilla, auf was spielst du? Jetzt. Jetzt gerade. Ja. Ich muss gleich laden. Ich möchte ja nicht scheiß Akku. I got a horses in the bed. Handy wie immer. Shop. Ist das Handy? Alter, Handy Laubilla, wie kennst du das, immer. wenn du auf dem Handy ein Update machst, nachher kommt Optimierung für Inhalten. Ich hasse das. Ich hasse Optimierung von Inhalten. Ist ja der einzige Handyspieler. Ja. Ist ja gut. Ja. Ja, rasiert dich. Und der schlechteste. Hä? Und das Schlechteste. Kappa. Groß geschrieben. Ja. Was? Aber Kappa, das ist auch schlecht. Wieso? Ja. Ich habe ja gegen ihn gespielt, dann hat er ist ja nur noch. Haben wir den schon aufgenommen? Aber das heißt ja nicht, dass er der Beste ist. Ja, schon, aber das ist nicht schlecht. Aber Laubfilter ist schon ein geiler Name. Update fertig. Okay. Ich habe einen Kollegen, der iPad-Spieler ist und er ist eigentlich nur gut. Weißt du, was vermisse ich? Die 50 KP und 50 FPS. Nein. Vermisse ich es auch, oder? Mhm. Die schönen Metz. Und die schönen Leben. Jedes Mal habe ich sie bevor. Aber was passiert?
Wichtigste. Natürlich sind Streams an. Ehrenmann. Ah, Internet leckt. Ja, ich schwöre, Grafik beste. Okay. Aber das ist nur, weil du drin bist. Ja. Ich pushe euch. Wirklich. Ah, die Hintergrundgeräusche. Der was in Chat steht. Ja, wegen. Kann nicht machen, ich hab kein Leben wieder einmal. Geiler Scheiß. Mann, spul mal. Alter, ich krieg die aus dem Internet. Was? Nein, keine Sekunde. Mein ganzes Handy liegt weg der. Ja, easy. Das ist so schlimm. Ich kann auch schnell die Wiederholung schauen. Alter Mann! Ja, ich bin draußen. Oh mein Gott, schlecht. So statt das geht nicht, glaube ich, sie ist nice. Nein, ist jetzt anders. Ist jetzt so noch geil. Outfit. Beste Waffe im Spiel. Mhm. Ja, von deiner Motor schon, Robin.
Nee, wir sind zu wenig für Prop Hunt. Es sollen ein paar Leute kommen online von dir in den Stream. Ich habe ein Handy online gekommen. Warum? Nein, Ja? mit meinem 4G. Und ich nachher den Sekundenschuss Fortnite raus. Nice. Wir sollten einen neuen Account machen und Arena spielen. Weil Arena kriegst du zu glauben und Netz. Mann, ich kann nicht dir! Hallo? Hallo, Digga. Laubfilter, red doch mal. Red doch, mein Gott. Was ist das denn? Ja, was das ist Fortnite. Das Fortnite ist das. Nein, das ist Fortnite. Ich bin der Jan Blue. Ich bin's, Jan Blue. Ah ja. Das Kompliment nehme ich gerne an. Wieso redest du nicht, Laubfilter? Ah ja. Direkt die Nachricht zurückgezogen. Ah, du kannst nicht reden? Okay. Alter, diese Musik fuckt mich so ab.
Nee, Digga, ich spiele nicht. Ich werde auf Gab gehen. Ist das weg? Also der kommt gleich, ne? Er kommt gleich, ne? Ich bin auch weg. Ich bin am Handy. Alter, war eine Sekunde. Das Ding hätte ich so aus der Laub gehen dürfen. Ich habe gesagt, dass du los bist. Ja. Robby? Ja. In the barrel comes right out of the sky, and the elimination is confirmed. And this is even with the change of the combat shotgun, the effectiveness at range getting dropped a little bit, but Warren not doing anything, not worried about it at all. But here, Tux is going to be fighting for height. I think Warren, his teammate, needs to start pressuring and stop this. But oh my goodness, what a shot up above the build. Tux is going to find that elimination just there. Sloopy not going to find a height. Still going to be on Tux and Vorwin. Advantage to them. Crack a ball right out in front. He drops the player and gets some blue damage numbers. Remember, that's on shield. If it's white damage numbers, they've got no shield. Tux gonna okay. Poseidon. Juve just gets ripped as well. People are just being picked off left and right. More shots. I mean, at a certain point, Zeke, it's, do I even want to glide up there? But hold on, because somebody does go into zone and make a play for height, and that's going to be the signal for Tux and Vorwin to drop down. But as he says that, he's got a partner in crime going down. Nepsi cannot go parallel to Tux. Vorwin still has it, though. This is huge, too, because he didn't have many builds, and that Elim gave him a ton, so now he can actually go try and meet back up with Vorwin, see how things are going. And, I mean, Tux and Vorwin, they're playing out of their minds right now, but look at everyone down below still. You got a few people in ballers. Gafal was on lethal HP. So many people in that mid-ground tarp that are now engaging Fremont and his dual partner. 9 eliminations between them. They just hit top 10. 2 rounds of placement points. What in the world? A 14-point game, 15-point game. Yeah, and we just talked about Camo Innis's performance, and Fremont and Kong right now making their way towards one of those. That will push them up the leaderboards. They're at 66 right now, and maybe making a case for them to go to New York. Fremont and Kong, a little bit of a break right here. They're going to drop those turrets out, make sure that that's not going to be in the trap rotation. He's going to get it. The trap doesn't go. Oh, yes, he did go in, but not going to manage to do it. Finds Rasco regardless. And now his teammate as well. He actually finds Kubex too as they drop down all together, but it's now only Fremont. And look at this gaggle of players down below. I don't know if they're going to be able to all survive. Right now, Fremont does go down, and it's now Tux and Vorwin against Edwin on his own. Tux goes down and already finds the shots. And that's going to be the victory royale for Tux and Vorwin. They played that so well, right? Like, they just waited. They knew, and especially 8 eliminations. An 18-point game, this is massive. This also, we saw the other duo was at 62 points. They're now at 66. So you got to think they're contesting for at least top 5. But for them to realize, like, look, everyone's down below. They're all fighting on that low-ground tarp. Let's just hang out in the sky. Let's just do what we do best, wait this out. And, of course, everyone, like fish in a barrel, comes to them. But look at this. Stompy and Shinken here. The little thin pancake.
who belongs in my heart forever. I mean, these guys, I don't know what else I could say about these guys. Like, the fact that they've been on top of the leaderboards weeks in a row, you've got to think this is a favorite going into Fortnite World Cup Finals. You have to. I think, I'm looking at everybody using the hashtag Fortnite World Cup and all the predictions going in for New York, all the different personalities starting to make their opinions known. Everybody is putting Stompy and Shinken way up there, if not first and second, because they are dominating week after week, and I think we are in for a treat in this game because they're getting close, and they're in the end game, and this is, honestly, I think this might be the first time we've seen them. And you know what they do in end game, Zeke. It is Komme gleich Lauffilter. Fortnite. They absolutely terrorize the lobby. They just, everything they do is about how can they get an edge up, and then they make sure they're almost like squeezing the life out of you very slowly, right? Suffocating is like the word my mind went to, but it's kind of just like they're bringing the wall. It is that. It is that, right? Because like when they do find an opportunity, they pounce so hard and so fast, and you have no time to react, and they just come from multiple angles, just like this. Stompy from above, Shinken on the bottom, and he already takes down one carries exactly. You see Shinken switching to him right now. He actually can get right behind him, and he finds it, but does now need to make sure that nobody is going to take advantage of the fact that Stompy is down. You can see immediately editing him down all the way because he needs to change positions. Everybody knows they just got an elimination in that box. And I think Freddy and Snagged right here are going to see if they can take advantage here. They're definitely getting the loot, so maybe that's enough for them. I think they're going to get the revive off. And don't forget, Shinken actually has a Chug Jug in inventory, so he's going to be completely okay. He passes it over to Stompy. This is good. Now they have to have the 15 seconds. This is where things could get a little crazy, right? Because we saw the duo up above. If they decide to challenge, Stompy is not in fighting condition right now. A note there that Stompy went so far away from where that initial fighting was and goes all the way to the farthest spot, not only for the zone, but also for anybody trying to find out where you are. And here comes the launch pad from Stompy. They're going to move ahead. Ooh, a nice little short launch there by accident even, but I'll take it if I'm Stompy. Absolutely. And just to reiterate your point, these guys are playing at the highest level possible, right? They know what a Chug Jug sounds like. Those sound cues are so very distinct. If you're sitting in a box and you hear that sound down below, you're like, we're going down, let's make some edits, someone's on critical, we're gonna take him out, and that's why he moved so far away, to make sure no one knew what was going on. So huge. 23 duels left, 39 players. Right now they're making a rotation. You've got people out in front, which is good, and they're still staying close by, which is really gonna maximize their efficiency here. A lot of people going down in the lobby as well. I think staying close by is something we're actually not really used to seeing from Stompy and Shinken. We see them trying to take over the lobby and get as many opportunities as possible, but what is that from Stompy? I mean, but one of the things that is very important here to note is their mobility is starting to look scarce. All that we see on Stompy right now is that glider redeploy. They already used their shadow bombs, the launch pads, because of the position they were put in. They couldn't rotate early. So here, staying together, making, oh my goodness, he found got a rift. As I say that, the rift to go, the almost most valuable item at this point in the game, because not only are people rotating in the congested zones, but they're not looking up, because that first portion of the movement, everybody is looking to see, where do I need to go next? And they've got a great bird's eye view, right? They're slowly descending on. You've got Alpha there going to drop down, but look, so now they're going to make the decision. We have to contest. Oh, they knocked out. Someone just brought the entire structure down. It depends on what they decide to do. Look at Stompy. He's already trying to contest for the high ground, and Shinken had to stop for just a moment to get that mini off. He's got the shadow bomb, but I don't think he wants to use this right now. He gets cracked from behind. The slurp is still ticking right now. He's just got to get himself into safety. He doesn't have any other utility baller, like a campfire, that would help him right now. Yeah, but possibly Stompy does, and he's right on top of him now. So great, staying together. They're glued to each other, almost in another elimination. First finding it before moving out. He gets stuck in the cone, but he's got to cover himself first. Does end up going down the zone. So perfect play here from Shinken, and he's moving forward. And they did get in the top 15 just now as well with those 2 eliminations. And just the way that Shinken is like fluidly chaining eliminations back to back. And remember, if you don't finish that player off, there's a little bit of time before that siphon comes through. There's a player in the box! It doesn't even matter! Nevi gets shut down! They're on 11 eliminations right now. They're about to hit top 10. Bala, they're playing out of their freaking minds! Nebi, one of those players who was towards the top, him and his teammate from Evade, and getting shut down here from Stompy and Shinken, 2 people who have already qualified, who are not playing for qualification spots, but playing for keeps.
right now, they're showing off why they should be at the top of the leaderboard. And we just talked about it. We were like, where's Stompy and Shinken? Because there's nobody who's qualified at the top of the leaderboard like we're used to seeing. But maybe after this game, things are going to change. But the Heavy Snipey coming in. Heavy Snipey? Snipey, yeah, absolutely. Snipey coming through. Now, don't forget, they're also at 66 points. We've seen 3 duos now with that point value. And look at this. Stompy's got to chain together these eliminations. Shinken is down, but it's okay. Stompy's been in positions like this before. He knows how to clutch these games up. The campfire is rolling, Bala. He's getting back in that rhythm. Getting back in that rhythm and achieving top 5 right there, that last placement threshold before the Victory Royale. So all he has to do. Here we go, the key to all doors! Oh my! Okay, I'm gonna lose my freaking voice after today. I'm telling you right now, Stompy and Tashingen are putting on a show. The European queues are done as well. It's a free-for-all right now. Also, Pewds goes down a rocket from up above, Bala. Just barely dodging that. And now he's up to 10, 15 total for this duel. It's a 1v1v1. He's hunting the player down on low ground, but he can't get in the zone. I think that's going to be the end because Katsus is looking right at him. Now, has the Chug Splash. The RPG just barely is going to hit the wall in front of him. Using the Chug Splash and the campfire, I don't think it's going to be enough because the player up above probably has more in the tank, but he's going to come down. Is it going to happen? No. Massey is going to win that game against Cactus over the heel off there, and that is just an unbelievable sequence of events. We followed Stompy and Shinken from the beginning, and look where they ended up. 15 eliminations, the most out of any placement thresholds besides the Victory Royale. That is a performance for the ages and a reminder of why we need to be scared of them going into New York City. That ain't no little tiny thin pancake, bro. That's a big old beefy pancake covered in delicious syrup. You like to see it. But of course, guys, there's more Fortnite action. We've got more games hopping in right now. Got Dervig and his duel partner. They've got their eyes set on another duo sitting in a box. I believe they've got double heavy snipes. That's why we'd ping this out. A single shot's going to come out and wait for it. Okay, so they're going to break this wall. They want to get a little bit of a better vantage point. That's smart, right? Because they're over that little lip there. Nope, they're not there. But now you've made you've made the heavy sniper known, right? Now this other duo is like, well, they're looking to take shots. You know, the panic launch pad. I don't necessarily know if that's panic. Right. So they are in the side of zone, making their way in, and you can see now Drivig and his teammate Waldo are going to go in, but he box fights indeed, gets Wetbra right out of there, no chance to react at all. And that is something that you can catch people by surprise is they're trying to make that rotation, right? They're trying to figure out what their plan is to go forward. And because of that, they're all looking around. They're not paying attention to the fact that they're not covered. They're not paying attention and listening to the fact that there's a heavy sniper coming in or just a pickaxe even from one of the most obvious locations right above you. And I mean, you saw them separate for a moment, him and his dual partner, and now they just use that rift to reposition and get to go close back together. You got Marcote here and Squalls K. Marcote here has got 6 eliminations. Again, this is almost unusual, Bala, because I feel like, you know, semifinals are typically the day where you find a ton of players sitting on mountains of eliminations, right? Borderline double digits at times. But on finals day, very rarely you see that happen. You see eliminations be picked up toward the end, right? When you break that placement barrier and then you're like, I'm just going to catch people making late rotations. But that's not been the case today. You can tell players they're ready. They are so hungry. They want those tickets. You can almost feel the pressure that they're feeling, that they're playing with, right? The high eliminations, they have to go for it because it's all or nothing right now in this moment. There's only 4 spots left up for grabs in EU. That isn't much out of all the players who are playing and out of the top 1,500 that made it from semifinals to today. That's right. And remember, we recently saw the highest point value we've seen is 66. So we know that's like, we'll say top 10 at best right now. But look at everyone in the sky all hanging out. May have been a rift to go, a community launch pad, a potential guy. Yeah, the vents are right there over by the hot spots. Right now, Alpha and Mark, they're just chilling, trying to find more eliminations. Any at all would be helpful. They find one. That stink bomb coming to great effect as players start to make all their rotations, and it was a perfect opportunity to use it because, as we saw, there were so many players in the sky, and those players in the sky are all going to end up being low because of everybody else looking right up at them. So a good opportunity for a lot of people to find eliminations there, but going to opt to rift as they start to get pressured and as this 7th zone starts to move.
This is going to be a little bit weird, right? Because remember, we're fighting in that biome that's like forest, the big tall trees. Depending on where we go, they could potentially land on the top. Let's stream Vato there in the bottom right corner for just a moment. They're in this game, and remember, they are looking to qualify. Wolfies and Rojo, we saw them earlier, right? They were in top 5. Yeah. They're still here with 65 points. For some context, when we first checked in on the leaderboards, it was Wolfies and Rojo who were in the top spot, but they did get overtaken by Vato and Sky, so this might actually come to a head. Those two teams facing off in this game. Here's Wolfies getting in that box. He's going to take out Jachu from behind. But his teammate coming through with the trap, not going to be enough because Wolfies, the quick edit's going to go back on top of him and does find the elimination. Precious goes down. And even using the turret there, I mean, I'm wondering if that was a panic or an accident. But it's going to work out perfectly because if anybody was playing down below, he actually doesn't have to spend a cone there. It's not going to go down. It gives you extra HP on that floor. And look, dude, they're still in this. Sky and Vato, they're in that middle ground tarp. They're actually going toe-to-toe with Wolfies and Rojo right now. This is the duo that they're fighting. So look, they actually have 70 points. This is now the new highest total we have seen. So it must be another 2 points coming in. They've hit top 10. The next threshold they're looking at is top 5 ball. It's coming down to the wire. And you can see how careful. So, hallo Chat. So, Laubfilter. Hi. David. Das kann ich dir sagen. Hä? Also, gibt es jetzt noch? Ja. Das ist schon 20. David? Das ist mir sehr 15. Schiel jetzt ein bisschen weiter. Ja, für Ehre, ich weiß. Danke. 15 geht's klar. Ah, das ist so hart, ne? Alter, weißt du, wie hart ist das für ihn? Ja, nein, ich denke, das wäre weich. Und seine Eltern? Das ist 10-mal so hart, wo du in der Schule bist. Wie meinst du bumst worden? Ja, wegen Minecraft, wegen Ding da. Ich bin schon in der Schule bumst worden mit Koks, aber ich Kopf. Wirklich? Ja. Und dann, was haben sie gesagt? Ja! Kollege, dann bist du instant geflogen. Alter, also da in dieser Schule? Nein. Dann wäre ich ja instant geflogen. Kann ich nachher auch Runde suchen? Mal schauen. Laufel, da komm rein. I gonna be crazy. I give you my heart. Gonna put crazy. I give you my heart. Alter, Tino hat mir voll leid. Er ist so richtig hops gemacht. Ja, weißt du, er ist ja aber noch sozial, auch mit dir. Ja. Er ist nie der jetzt so beleidigt oder so. Nein, er hat es überhaupt nicht verdient. Zum Beispiel eine Semi mit Schnupfenwitschen, weil die sind richtig gönnen. Was passiert überhaupt, wenn jetzt eine Semi mit Schnupfenwitsch wird? Hä? Was passiert? Gabi? Nicht. Nicht? Wieso ist Schnupfen nicht so schlimm? Juckt das nicht? Hä? Schnupf ist nur Tabak. Seitdem hat er einfach wieder 30 Franken gegeben.
Besser. Okay. Weg. Ach, sehe es nicht mehr was. Hey! Was auf Sprung schalten. Musst du das Licht nie beim Zocken? Hi. Ich brauch das. Hey! Nicht schlecht laufen. Also, Handy spielt der. Hä? Handy? Er ist Handyspieler, gell? Ja, ich
nicht so. Aber ich find's geil, dass man das Gameplay wenigstens ein bisschen anschaust. Das ist gut. Weiß. Das ist gut. Alter, mein Bauch kann jetzt im Fall auch gut. Das habe ich gelernt. Das war das Baubattle von. Ich hab wieder. Kommst du Minecraft zu Fehde? Nein, Digga. Minecraft und die eine. Aber Ehre, dass du nachfragst auf Minecraft. Lass auf jeden Fall ein Like da, Maurice. Ich komm Minecraft. Ich komm Minecraft. Wenn ich mir verkauft. Gabi, ich hab irgendwo 97 ist klar. Ja, verkackt. Na! Hab ich schon. Ehre.